Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich darf verkünden, dass wir den nächsten Dungeon-Gegner gelegt haben und somit noch wieder ein Stückchen näher an die 500 ranrücken. Ja, jeden Dungeon-Gegner, den wir jetzt besiegen, der bringt uns quasi, ja, der bringt uns quasi Zeit, die wir sparen, bis wir die 500 erreichen. Ja, und ich wollte aber nochmal sagen, dass wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja, dass ihr da dann gleich Bescheid wisst, am Sonntag, diesen Sonntag, der jetzt kommt, der 9.2., da solltet ihr auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, denn da werden wir mal wieder Livestreamen, ja. Livestream ist jetzt bestimmt schon der letzte, keine Ahnung, gefühlt bestimmt ein Vierteljahr her oder so, ja. Also viel zu lange. Das tut mir auch wirklich leid, dass ich da so ein bisschen geschlammt habe, was so die Streams angeht und so. Aber ja, es ist halt, weiß ich nicht, also im Dezember war halt sowieso volumenmäßig so viel Video-Output jeden Tag, dass sich da einfach ein Livestream nicht ergeben hat. So, und jetzt die letzten 2 Monate, ja gut, da war ich einen halben Monat von krank, den anderen, ja, da habe ich halt so geschlampt, muss ich halt mal so gestehen, so einfach, ne? Und ja, hier haben wir schon den nächsten Gegner, das ist schon der Gegner nach Stumbledore. Wir haben Stumbledore besiegt. Und das ist jetzt mein erster Angriff. Ist jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde her, als ich ihn besiegt hatte oder so, keine Ahnung. Und ja, jetzt greifen wir zum ersten Mal hier Paddy die Ratte an in der Schattenwelt. Also auf jeden Fall, wie gesagt, merken, am Sonntag irgendwann abends, ich habe noch keine genaue Zeit, irgendwann abends gibt es einen Livestream und da könnt ihr natürlich auch sehr gerne wieder vorbeischauen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen und ich hoffe mal, dass ich das dann in nächster Zeit ein bisschen öfter hinbekomme zu Livestream. Ja, das ist ein bisschen kurz gekommen, aber ich will halt auch nicht immer zu viel versprechen und das dann nicht einhalten, so, ne? Deswegen, ja, gut, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, so, ne? Und wir gucken uns jetzt gleich mal den Kampf gegen Stumbledore an, den habe ich mir nämlich auch noch nicht reingezogen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was wir da fabriziert haben. Ich könnte wetten, dass die Kunigunde vielleicht da geregelt hat, aber wir schauen mal. Vielleicht haben wir auch selbst gute Crits rausgehauen, ja, rausgehasselt und dann schauen wir mal, was der Gegner da so eingesteckt hat. Wir haben ein neues Item bekommen, ja, hier, das ist das Ding, was ich von Stumbledore erhalten habe, plus 22% auf Widerstand gegen Feuer, ist ganz nice, aber können wir nichts mit anfangen, ist für Kundschafter, Assassine, aber der kann damit auch nichts anfangen, weil es ist ein alles Attribut-Item und da würde ich halt zu viel einbußen, wenn ich das jetzt tauschen würde. Ja, deswegen zerlegen wir das ganz einfach, kriegen ein paar Kristalle, freuen uns über die EP, die wir bekommen haben und das war's dann. So, Stumbledore, wir gucken uns den Kampf an. Mal gucken, was wir so hier fabriziert haben. Ach, das ist ja ein Magier. Stimmt, dann hat die Kunigunde da wahrscheinlich nicht viel geregelt. Dann werden wir wahrscheinlich geregelt haben. Ja, der Marquardt haut schon gute Crits raus. Mal gucken. Kunigunde. Ah, doch. Oh, oh doch, oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. Die hat richtig gut geregelt. Alter, was sind das denn für Angriffe von mir gewesen? Habt ihr das gesehen? Da war ein Crit dabei, der hat ja fast gar nichts abgezogen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man halt eine Waffe hat mit einer hohen Spanne, dann können solche Crits auch mal vorkommen, die halt nicht wirklich sehr stark sind. Also die Kunigunde, ja, konnte zwar nicht ausweichen, hat aber trotzdem sehr gute Crits rausgehauen. 3 Stück oder so, glaube ich, ne? Und hat da auf jeden Fall ihre Aufgabe gemacht. Guckt euch mal den Crit an. Und dann nochmal diesen Hit, ja? Das ist ja, 34 Millionen ist ja gar nichts, Alter. Ist ja gar nichts. Ja, Stumbledore trotz alledem besiegt. Und da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Jetzt sind wir wieder hier gut im Level drin. Ja, das ist ganz nice, wenn man da schon immer einen kleinen Fortschritt hat, dass man da nicht so verkümmert am Anfang so direkt. Das ist immer sehr deprimierend, wenn man da noch das ganze Level so vor sich hat. Oh, ein Flügeltrank haben wir hier. Ja, nice. Den brauchen wir sowieso. Sehr cool. Sparen wir wieder ein paar Pilze. Das ist natürlich immer nice, ja. So, drehen hier noch den Rest zu Ende, verkaufen das hier. Und ja, so sieht es momentan aus. Wir können mal gucken. Festung ist noch im Ausbau. Die Mine haben wir jetzt bald auf 49 und dann haben wir auch schon die magische 50 hier erreicht. Dann sind wir auf der Hälfte. Ja, dann sind wir auf der Hälfte zur Maxed-Out Edelsteinmine. Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern. So, ach, wir haben gar keinen Edelstein hier. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Gar kein Edelstein in der Mache. Deswegen, das ist ja immer Gold, was man so produzieren kann, weil Ressourcen haben wir ja genug. Und deswegen, ja, immer einen Edelstein in der Mine parat haben, der am Ausbauen ist, weil das gibt natürlich immer 10 Millionen. So.
Können wir auch direkt verkaufen. Ist ein Skill Point, ja. Also wir traden quasi hier ein paar Ressourcen gegen Skill Points, ja, mehr oder weniger. Ja, gut, so sieht das Ganze aus. Wir gehen nochmal rüber auf den Biber Battle Mage. Ich wollte gerade den Biber Berserker sagen, aber das ist er ja gar nicht. Hier haben wir noch unser PvP-Equipment an, dann gut, werden wir das gleich mal nutzen und ein paar Attacks machen. Ich komme hier in der Schattenwelt, ich komme mit meinem Battle Mage momentan überhaupt nicht weiter. Also kein Meter. Auch hier dieser Wirbelwind-Gegner, ne? Das ist so eine heftige Bremse, da hänge ich jetzt schon übelst lange dran. So, und ich komme da einfach nicht vorbei. Ah, okay, das muss ich mir merken für später. Ja, also das dauert noch ein bisschen, bis ich da irgendwie wieder ein paar Erfolge habe auf dem Battle Mage, weil ich habe da schon echt sehr, sehr lange keine Gegner mehr besiegt hier. Aber gut, ja, das ist nun mal, der Battle Mage ist nicht so stark in den Dungeons, ist da eher, ja, wenn man halt festhängt, dann hängt man halt erstmal eine Weile dran fest, ja, weil da halt der Random-Faktor von dem Battle Mage natürlich nicht so hoch ist. Demzufolge natürlich das Ganze ein bisschen stagnierend, ja. So, ich werfe hier momentan, ja, das ist natürlich auch bitter. Ich werfe momentan immer normale Gegenstände in die Toilette, weil ja hier meine Edelsteine noch am Ausbauen ist, so. Und da kann ich ja erstmal keine Edelsteine gewinnen. Und ich habe gesehen, eben gerade, dass wir auch eine Quest haben mit Edelsteine aus der Mine gewinnen. Ja, das ist natürlich auch ein Geheimauftrag, der mir jetzt nicht so gut zusagt, da meine Edelsteinmine am Ausbauen ist und ich quasi diese Quest gar nicht erledigen kann. Also das ist auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist eine Sache, also das muss ja auch wirklich nicht sein irgendwie so, ne? Also warum gibt man mir einen Geheimauftrag, wenn ich diesen Geheimauftrag nicht erledigen kann? Gut, man hat diese Option, ne? Also eine Option gibt es immer, diesen Geheimauftrag zu ja, bewältigen, aber ganz ehrlich, nein. Nein, das muss man wirklich nicht machen. So, wie sieht's aus? Hier Patchstufe. Sind wir hier noch gut ausgerüstet? Ja, da brauche ich mir noch keine Sorgen machen. Das vergesse ich immer zu upgraden. Hier mein Gildenpad, ja. Ich weiß gar nicht, wie es auf dem Server hier aussieht. Bin ich da mittlerweile? Patchstufe, okay, da bin ich immer auch noch ein bisschen im Plus. Lieber ein bisschen im Plus sein, als dann zu wenig haben, aber bringt mir momentan eh nicht so viel. Ach so, und ich wollte noch mal kurz vielleicht erwähnen, noch mal ganz gut zu wissen, da ja ein paar Leute hier die Gilde verlassen haben, haben sich natürlich auch wieder ein paar Leute bei mir beworben und nachgefragt. Und für alle Leute gilt eigentlich das Gleiche. Wenn die hier in diese Gilde rein wollen, dann wäre es von Vorteil, wir nehmen erstmal keine Level 1er an. Das hat den Grund, weil wir schon oftmals Level 1er drin hatten, die denn nach einer Zeit, also nach kurzer Zeit, dann wieder die Gilde verlassen haben und es quasi uns, ja, für uns keinen Mehrwert gehabt hat. Wir haben einen Level 1 angenommen, das war hier W70, weil das war ein Berserker und der hatte gesagt, der will richtig krass reinpilzen und eine Aufholjagd mehr oder weniger als Berserker auf dem Server machen. Dann haben wir gesagt, ja, komm rein. Aber ansonsten Level 1 Spieler, das, ja, das ist einfach, es bewerben sich so viele Level 1 Spieler bei uns hier und wir nehmen einfach prinzipiell jetzt keine mehr an. So, wenn ihr euch schon ein bisschen etabliert habt hier auf dem Server, lasst, ja, keine Ahnung, geht in irgendwelche inaktiven Gilden, wo vielleicht noch ein, zwei Leute noch aktiv spielen oder so, ja, nutzt da die Gildenbonis und früher oder später, weil die Gilden ja sowieso fast inaktiv sind, kommt ihr halt zu uns hier. Ich meine, wir sind zwar auch nicht mehr so die aktivste Gilde, aber dann, das wäre halt eine Möglichkeit, wenn ihr euch schon ein bisschen hochgespielt habt, zu uns zu kommen, ja. Also ich sag mal, Level ist eigentlich relativ egal, wenn ihr die Ritterhalle ist halt der entscheidende Faktor, wie ihr zu uns kommt. Ich sag mal, wenn ihr eine Ritterhalle von mindestens Level 10 habt, ja, dann könnt ihr euch bei uns bewerben oder am besten mir eine E-Mail schreiben, also keine E-Mail, sondern Post, weil ich hier halt noch mit der aktivste bin, so, was das angeht von den Offizieren und so her. Ja, ansonsten war es das eigentlich so. So viele Voraussetzungen braucht ihr gar nicht, müsst halt aktiv spielen so. Chat aktiv müsst ihr nicht unbedingt sein, weil der Chat ist hier auch nicht wirklich aktiv so. Aber das ist nun mal halt so bei einer Gilde, die halt über 5 Jahre alt ist. Ne? Was wollen die Leute erwarten? Das ist nun mal so. Ne? Aber so ist das nun mal. Und ja, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen eure Fragen beantworten, weil, wie gesagt, wir nehmen prinzipiell keinen Level 1er mehr, weil das ist halt, ja, in den meisten Fällen bringt es halt nichts. So. Für uns bringt es nichts.
Für die Level 1er bringt es natürlich enorm was, das ist klar, deswegen wollen die auch zu uns. Allerdings hält das dann meistens nicht lange vor und das Hochspielen dauert halt auch sehr, sehr lange trotzdem. Ne? Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr da schon ein bisschen Fortschritt auf dem Server hier gesammelt habt, bevor ihr euch dann bei uns bewerbt oder euch bei uns melden. Ne? Also ist nicht böse gemeint oder so, aber ja, weil man halt wirklich sehr viele Leute mit Level 1 hier rein wollen. Die erstellen sich dann halt einen neuen Account auf dem Server hier, so, ne? Und ja, wollen halt dann, keine Ahnung, in die Gilde rein, so, ne? Frisch auf den Server, Level 1 und dann hier durchstarten. Ist nicht böse gemeint an euch so, ne? Aber ihr müsst mich da auch irgendwo verstehen. Können nicht alle Leute annehmen, die halt Level 1 sind, so. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns am Sonntag wieder, morgen. Denn, wenn das Video hier rauskommt, morgen, Sonntag, am 9. Und ja, das war's soweit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim Livestream dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.